Wow, what a view! Oh Gott! Delicious! Werde Fernsehmoderatorin, haben Sie gesagt. Das ist ein super Job. Warum sitze ich nicht einfach in irgendeinem Büro und mache sowas andauernd? Oh Gott. Ich werde nach hinten gezogen. Schön. Hier geht es ja auch nur 100 Meter runter. Das ist ja gar kein Problem. Aber warum ich das hier mache? Weil das der beste Ausblick in ganz Bratislava ist. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Da will ich hin. Nicht so ziehen, nicht so ziehen. Beim Skywalk muss ich einmal ganz rum, um Bratislavas sogenannten UFO-Tower. Ich versuche einfach nicht nach unten zu gucken. Mal sehen, ob ich es schaffe. Ich hasse es. Das war ganz toll und ich hatte kaum das Gefühl zu sterben. Aber der Ausblick ist super. Und soll ich Ihnen mal was verraten? Es gibt auch noch eine sichere Alternative mit einem wunderbaren Ausblick. Immer noch auf dem UFO-Tower, aber mit weniger Herzklopfen. Das also ist Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei. Ein Geheimtipp unter den Metropolen, hat man mir gesagt. Schauen wir mal, ob das stimmt. Vom UFO-Tower bis in die Altstadt ist es nur ein Katzensprung. Einmal über die Donau und drüben wartet schon jemand auf mich. Auf geht's! Hey shady baby, I'm hot, like the prodigal son. Big a battle, eeny, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. Till your left hand's free, and your right hand grip, with another left hand, watch his right hand slip, towards his gun. Neben Wien und Prag gilt Bratislava so ein bisschen als Außenseiter. Ich finde, vollkommen zu Unrecht, oder? Ist doch wunderschön hier. Also, soweit mein erster Eindruck. Mal gucken, was die Stadt sonst noch so zu bieten hat. Jonathan, seit knapp 10 Jahren wohnst du schon hier in Bratislava. Ja, das ist richtig. Wie kam das, dass du hierher gezogen bist? Ja, also ich könnte sagen, ich bin für die Familie hierher gezogen. Ich habe mit meiner slowakischen Frau und dem ersten Sohn damals schon in Deutschland gelebt. Ja. Und habe einfach selbst proaktiv nach einer Arbeitsmöglichkeit gesucht in Bratislava. Eine gefunden und meiner Familie vor die Tatsache gestellt, dass wir umziehen können. Wir ziehen jetzt um. Wir ziehen um Bratislava eine Chance zu geben. Ja, und nie bereut. Niemals bereut, auf keinen Fall. Wir werden auch noch lange bleiben. Ja, also man sieht ja, hier ist auch schon wieder super viel los heute auf dem Marktplatz. Ist das immer so? Ja, es ist grundsätzlich immer so. Es ist ja heute auch ein Werktag, trotzdem sind viele Leute unterwegs. Es ist auch noch eine Sonderveranstaltung heute speziell, wo ein paar Oldtimer ihr Rennen durch die Slowakei in Bratislava beenden. Deswegen ist noch ein bisschen mehr los. Aber grundsätzlich gibt es in Bratislava immer Aktionen, verschiedene Events, Kultur, Musik etc. Also immer viel los in der Innenstadt. Ja, und super lieb, dass du mir heute ein bisschen was von der Stadt zeigst. Was steht auf dem Programm? Was haben wir vor? Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Hauptplatz in Bratislava. Wir schauen uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen um. Und danach zeige ich dir die schönste Aussicht in der Innenstadt. Perfekt, ich freue mich drauf. Los geht's. Für die Oldtimer sind wir zu früh, aber mich interessieren ja auch ganz andere Dinge. Ja, da hast du wirklich nicht zu viel versprochen. Was eine Aussicht. Guck mal, da hinten war ich Wunderbar. schon. Im UFO-Tower, von außen. Ja, Warum genau. auch immer. Was sehen wir denn hier alles, Jonathan? Also grundsätzlich sehen wir die gesamte Innenstadt. Du kannst dir vorstellen, ungefähr 500 Meter in jede Richtung endet die Innenstadt. Man sieht das so ein bisschen auch an den roten Dächern, die wir über der Stadt sehen. Und wir sehen natürlich die Highlights
den Hauptplatz vor uns, dann den Martinsdom, also die größte Kirche für den Ort, und die Bratislava Burg. Ja, aber die Innenstadt ist ja dann, kann man sagen, überschaubar. Auf jeden Fall. Ich glaube, mein Tipp für die Innenstadt ist, dass man einfach kreuz und quer alle Gassen probiert. Dann kann man sich ein paar Stunden aufhalten und man kann eigentlich nicht verloren gehen. Ja, und am Ende dann den schönen Aufstieg. Und ich glaube, da oben haben wir noch einen besseren Blick. Ganz genau. Genau, wir haben es geschafft, nach oben. Wow. Extra alles nochmal geweißelt, dass wenn wir Genau, kommen. wunderbar. Die Burg Bratislava. Total schön. Was ist denn da hinten? Genau, man sieht noch einiges mehr. Wir schauen also hier nach links, Innenstadtbereich, die Brücke mit dem UFO, wo du schon warst. Ja. Und dann haben wir hier im Hintergrund, auf der rechten Seite, im Hintergrund ist schon Österreich zu sehen. Da hinten, wo die Ganz ganzen genau. Windräder An sind. den Windrädern ist ein bisschen zu erkennen. Auch der Hügel hinten rechts ist schon in Österreich. Und das kann man nur so erahnen. Im Hintergrund hier auf der linken Seite ist dann Ja. schon Ungarn. Wie weit ist das so? Das ist ungefähr 25 Kilometer vom Zentrum. Also auch eine kurze Fahrt. Ja, also quasi hier im Dreiländereck sind wir. Ganz genau. Ja. Es gibt dann auch den einen Punkt, wo sich die drei Länder treffen. Ja. Auch ein schönes Ausflugsziel. Hört man dann hier auch die verschiedenen Sprachen? Also Deutsch, Slowakisch, Ungarisch, Englisch wahrscheinlich auch, ne? Ja. Also überwiegend Slowakisch natürlich. Ja. Aber Deutsch immer mehr. Es kommen auch immer mehr Touristen aus Deutschland, aus Österreich. Aber auch viele Slowaken, gerade hier in Bratislava, sprechen noch Deutsch neben Englisch. Viele sind dreisprachig. Und was sprichst du? Sprichst du auch Slowakisch wegen deiner Frau? Ja, also ich würde sagen, ich verstehe Slowakisch komplett. Ja. Und ich spreche ganz gut. Und zu Hause sprechen wir die beiden Sprachen. Das heißt, meine Frau und der Sohn sprechen Slowakisch und ich spreche Deutsch. Kannst du mir ein bisschen was beibringen? Hallo Ja. ist ganz leicht für Deutsche. Das ist so wie seemännisch Ahoi. Ahoi. Das ist die Begrüßung, die man hier immer hört. Ganz normal unter Freunden. Das ist ja süß, die haben doch gar keinen Hafen und gar Ja, kein genau. Meer. Da muss es einen anderen Bezug geben. Ja. Und ein bisschen formeller sagt man Dobry den. Das ist guten Tag. Dobre dien. Da bleibe ich, glaube ich, bei Ahoi. Genau. Einfachste Form, ganz leicht zu merken. Ahoi. Passt auch zu dem, was wir jetzt vorhaben. Denn wir gehen aufs Wasser. Da können wir dann gleich mal Ahoi sagen. Baut ihr das denn aber auch irgendwie in euren Familienalltag ein? Also macht ihr Ausflüge hier im Dreiländereck? Ja, also an normalen Wochenenden nutzen wir vor allem die Umgebung von Bratislava. Wir werden davon heute noch ein bisschen mehr sehen. Da ist dann auch eine schöne Hügellandschaft im Hintergrund, schöne Wälder, schöne Natur. Da sind wir jedes Wochenende. Und wenn uns die Lust treibt und wir mehr sehen wollen, dann gehen wir über die Grenze. Halbe Stunde mit dem Auto ist man in Österreich. Wien ist ein Katzensprung, würde man sagen. Und auch Ungarn ist sehr nah. Und es gibt auch Wochenenden, wo wir wirklich viel erleben wollen. Wo wir den Tag in Österreich verbringen, vielleicht zum Abendessen in Ungarn sind und am Sonntag noch nach Tschechien fahren. Das sind einfach Möglichkeiten, die man hier hat und an wenigen Plätzen sonst findet. Schön. Und jetzt sind wir auf dem Weg mit dem Boot die Donau stromaufwärts, wenn ich es richtig sehe, zum Genau. Wahrzeichen von Bratislava. Genau. Sag mir mal, wie man es ausspricht. Devinburg? Devin? Ja, man sagt Burg Djevin, so ein bisschen Burg weicher beim D. Djevin. Und das liegt ein bisschen außerhalb, 10 Kilometer außerhalb vom Zentrum. Und man kann dort mit dem Bus gut hinkommen, man kann noch eine Fahrradtour machen oder wie wir es heute machen, ganz exklusiv mit dem Boot. Ja, 1,5 Stunden dauert das Ganze. Und man kann sich schön zurücklehnen und sich treiben lassen. Jetzt sieht man, wie grün das hier alles ist, Jonathan. Ja, genau. Wir sind jetzt hier an der Burg Djevin hier angekommen. Und von hier aus hat man wirklich tolle Aussichten aufs Umland
Wir sind immer noch im Stadtbereich von Bratislava. Ja. Das ist ganz wichtig und es ist unglaublich grün. Hier gibt es immer noch die letzten Ausläufer der Karpaten. Und hier gibt es Hügellandschaft und schöne Natur, schöne Wälder. Und man kann hier wunderbar wandern, joggen, Radfahren etc. Wir haben jetzt ja hier diese wunderbare Burgruine. Du hast mich ja heute schon den ganzen Tag so super nett durch die Stadt geführt und mir ganz viel erklärt. Aber ich glaube, sollen wir uns hier mal einen Profi dazu nehmen? Dann Ja, das würde ich hast du mal Pause und kannst auch mal definitiv genießen. empfehlen, weil ich war hier zwar schon 10-mal, aber ich glaube, wir brauchen jetzt noch mal einen Profi, der uns alles erklären kann Gucken und wir alles mal zeigen nach kann. einem Guide. Genau. Super, auf geht's. Und wir werden fündig. Wir treffen die Touristenführerin Erika. Wir haben uns vorhin schon die Burg in Bratislava angeguckt, ne, rausgeputzt, die erstrahlt wirklich im neuen Glanz. Die hier auch, aber als Ruine. Was ist denn hier damals passiert, also dass das eine Ruine wurde? Ja, also alles geschah im Jahr 1809, wenn die Soldaten aus Frankreich diese Burg in die Luft gesprengt haben. Also deshalb ist die Burg eine Ruine und es hängt auch natürlich mit Napoleon Bonaparte zusammen. Hier können wir die natürliche Grenze zwischen Slowakei und Österreich sehen. Wir haben hier einen Zusammenfluss von Donau und March und die natürliche Grenze befindet sich gerade in der Mitte von diesen Flüssen. Die strategische Funktion der Burg Děvín war hier fast immer, auch in der Zeit der Römer, wenn Donau auch eine Grenze war. Und diese Grenze hieß dann Limes Romanus, also die Grenze zwischen Barbaricum und den Römern. Im 19. Jahrhundert kam hier Ludovit Stur. Ludovit Stur gehört zu den wichtigsten Personalitäten für uns Slowaken, weil er kodifizierte die slowakische Sprache im 19. Jahrhundert, im 1843. Also deshalb ist diese Burg sehr wichtig auch für uns Slowaken. Noch sind wir ganz hoch oben über der Donau. Für mich geht es gleich ganz nah an den Fluss, an einen besonderen Ort. Da habe ich eine Verabredung. Jonathan, ich lasse dich mal hier. Du kannst noch ein paar Informationen sammeln über deine Nachbarschaft. Selbstverständlich. Und wir sehen uns nachher wieder. Sehr gerne. Vielen Viel Dank. Spaß. Bis Vielen bald. Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Wie viele Künstler und Künstlerinnen aus der Slowakei kennen Sie? Ich muss zugeben, ad hoc fallen mir da 0 ein. Und eigentlich muss ich es wissen, denn ich habe jahrelang Kunstgeschichte studiert. Wir werden heute gemeinsam unseren Wissensschatz erweitern, und zwar hier im Museum für moderne Kunst Danubiana. Danubiana ist wunderbar, um slowakische Bildhauer und Maler kennenzulernen. Nicht nur in der ständigen Sammlung, sondern auch im Skulpturenpark. Yeah, as I see, das, was ich bisher sehe, super modern. It looks super modern, sehr modern. What's special about Was ist denn das Besondere the art an from slowakischer Slovakia? Kunst? Die meisten der Künstlerinnen und Künstler sind aus den späten 60ern und 70ern. Das war ihre Hochphase. Mit ihrer Konzeptkunst haben sie gezeigt, dass sie den sozialistischen Realismus ablehnen. Das verband sie am meisten. Aber natürlich sehen wir hier auch viele zeitgenössische Künstler. Hier sind viele Epochen vertreten. Was wir auch noch kurz erwähnen müssen, die Natur malt hier auch ein Gemälde. Wow, what a view! Ja, ein Wow-Moment. Übrigens ist das hier vom Louisiana-Museum in Kopenhagen inspiriert. Hier kann man überall die Kombination von Natur und von Licht bewundern. Wenn ich drüber nachgedacht habe, ist mir jetzt kein Künstler aus der Slowakei angefallen, keine Künstlerin. So I can't remember that I heard of one of the artists from Slovakia. So who's Dann bist du hier richtig. Who's the greatest? Who's the most famous? Wen kennt man? Guck mal da hinten. Siehst du Warhol? Wow, Warhol? Let's see. Das gucken wir uns an. What has Andy Warhol to do with Slovakia? So, ist er Slowake? Ja, er hatte ruthenische Eltern. Das ist eine slawische Bevölkerungsgruppe. Selbst viele Slowaken wissen das nicht. Seine Eltern zogen nämlich als Einwanderer in die USA. Vorher lebten sie in einem Dorf in der Nähe der slowakischen Stadt Metzila Bosse.
Vor 3 Jahren hat ein privater Sammler uns angeboten, dass wir seine Warhol-Sammlung ausstellen. Er meinte, ja, ich habe einen Warhol und ich möchte, dass ihn viel mehr Leute sehen. Well, I have a Warhol and I would like people to see it more than in my flat. Oh, of course, I have a Warhol. Yes, so of course. Wer hat ihn nicht im Keller? Andy Warhol looks a screen. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen. Can't tell them apart at all. Jetzt siehst du, warum das Museum Danubiana heißt. Wir sind nämlich ganz von der Donau umgeben, oder englisch Danube. Zu unserem Konzept gehört auch das Licht, das sich während des Tages ständig ändert. Du kannst dir hier also den Sonnenuntergang oder Aufgang ansehen, der Park und auch die Dachterrasse, die ganze Insel gehört zum Museum. Vielen Dank, Lenka, dass du mich rumgeführt hast. Thanks for showing me around. Yes. Ja, komm wieder. Of course I will. Das werde ich sicherlich. Und wir haben was gelernt. Immer praktisch, sowas zu wissen, wenn man in eine Fernseh-Quizshow eingeladen wird. Andy Warhol hieß eigentlich Andrew Warhola und hatte slowakische Wurzeln. Gut zu wissen. Bratislava hat jede Menge zu bieten. Sogar großartige Abendstimmung. Mal sehen, was die Stadt morgen für mich hat. Die Kochschürze habe ich an, Sie wissen, was das heißt. Jetzt wird gekocht und zwar traditionell slowakisch, aber mit einem modernen Touch. Eine Herausforderung für mich, denn ich habe es noch nie gemacht und vor allem eine Herausforderung, denn wir, Susanna und ich, sind hier in einem Do-it-yourself-Restaurant. Hi. Hey, wie geht es euch? Good. Bereit? Ja. Na dann, willkommen in der Makery Bratislava. Hier könnt und müsst ihr selbst kochen. Aber keine Angst, die Rezepte sind so, dass ihr euch ganz einfach zurechtfinden solltet. Folgt einfach den Anweisungen auf den Tablets. Ihr drückt auf Play und schon geht's los, okay? So regelt ihr die Temperatur. Und Vorsicht, nicht zu heiß, weil sonst alles verbrennt. What are we cooking? Was kochen wir denn? Ihr kocht. Ich helfe ja nur, wenn es nötig ist. Eine Knoblauchsuppe und dann noch Knödel, gefüllt mit Pflaumen und Preiselbeeren. Beides sind slowakische Rezepte, aber ein bisschen moderner. Ja. Was Besonderes, das hört sich gut an. So, mal sehen, ob das wirklich so einfach ist. Übrigens, Susanna ist eine slowakische Bekannte von mir und liebt ihre Heimatküche. Simin, ist das dein erstes slowakisches Essen oder hast du schon mal was probiert? Nee, habe ich noch nicht. Deine ersten Knödel also? Meine ersten Knödel, ja, die müssen gut werden, aber ich glaube, ich bin leider nicht so talentiert. Ich glaube, deine Knoblauchsuppe, die wird bestimmt viel besser. Hoffentlich. Aber es gibt so viele Arbeitsschritte, nicht, dass ich was vergesse. Kochst du eigentlich zu Hause slowakisch? Also bist du eine gute Köchin? Nee, nicht wirklich. Ich delegiere das ganz gern. Ja, ich auch. Ja, aber weißt du, ich mag slowakisches Essen so unglaublich gern. Nur ist es eben nicht so gesund, weil es viel Mehl enthält und gebraten ist und so. Ich esse es also nicht jeden Tag. Aber wenn ich meine Eltern besuche, dann ist das ein Muss. Ja, und es ist immer leckerer, wenn die Großmutter kocht, oder? Ja, Hotel Mama. Ihr wollt euch jetzt aber nicht einfach den Koch sparen, oder? Nein, tatsächlich denken viele, oh, ihr habt keinen Koch. Aber doch, wir haben einen.
Alle Zutaten müssen vorbereitet werden. Einige sind vorgekocht. Das Fleisch wird sous vide gegart. Jemand muss es schneiden und so weiter. Das macht der Koch. Den gibt es tatsächlich. Und? Das ist eine super Idee für ein Restaurant, weil wenn man selber kocht, kann man sich am Ende auch nicht beschweren. Ist alles immer super lecker. Delicious. Wenn Sie bei Ihrem Bratislava-Besuch ein bisschen Zeit übrig haben, dann empfehle ich Ihnen die Galeria Multium. Das ist ein Spiegelkabinett der ganz besonderen Art. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. 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 Lucy in the sky with Von was Abgespaceden jetzt zu was ganz Traditionellem. Wir gucken uns das gleich genauer an. Jonathan ist auch wieder dabei und hat seinen Sohn Alex mitgebracht. Hallo ihr zwei. Wir sind aber ein bisschen spät, wie man hört. Wir schleichen uns jetzt mal in den Saal. Kommt. Was wir uns hier angucken, ist die Folkloregruppe Zariece. Und die legt sich so richtig ins Zeug, um ihrem Publikum die Seele der Slowakei zu zeigen. Hier geht es um alle Facetten des Lebens. Von Trauer über Krieg bis hin zu fröhlichen Dorffesten. Gerade war er noch auf der Bühne als Kontrabassist. Jetzt habe ich ihn mir geschnappt. Lukas, hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hi, schön dich zu sehen. Wir sehen, hier sind super viele Leute. Das interessiert also super viele Leute. Also die Leute leben diese Tradition noch gerne. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Traditionen. Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Also in jeder Region, in jeder Stadt, eigentlich sogar in jedem Teil der Slowakei, ob im Osten oder im Westen. Es gibt überall ganz verschiedene Sprachen, Dialekte und teilweise auch Gewohnheiten.
Why is it so important for you to keep that alive? Warum ist das so wichtig, diese Tradition am Leben zu erhalten? You must like it. You must like it because Das muss man einfach lieben. Weil es etwas ist, das vor sehr, sehr langer Zeit passiert ist. Unsere Folklore-Gruppe hat sich Gedanken darüber gemacht, wie das Leben der Menschen früher aussah. Und wir versuchen, all diese Traditionen und Gewohnheiten am Leben zu erhalten. Auch für junge Menschen und Kinder. Und ich hoffe wirklich sehr, dass sie anderen davon erzählen werden. Denn das ist unser Reichtum. Weißt du, es stecken so viele Emotionen in dieser Folklore-Aufführung. Und Emotionen sind da ein gutes Stichwort, denn auch wenn ich nichts verstanden habe, gefühlt habe ich's. Von der einen Tradition zur nächsten, denn die Slowaken trinken auch gerne. Was, das erfahren wir gleich. Aber wir sind hier in der lustigsten Bar, in der ich zumindest jemals war. Und zwar sind das hier alte öffentliche Toiletten. Ja, super cool, dass dieser Ort jetzt was ganz anderes ist. Make a new purpose to the place. So, yeah. And when I take a look in the menu, I see a lot of beer. Is beer a thing here? Ist das so ein Ding hier in der Slowakei? Yes, I would say that. Oh ja, Slowaken lieben ihr Bier. Und hier sind wir am perfekten Ort dafür. Hier gibt es viele Sorten von selbstgebrautem Bier aus der Slowakei und aus der Tschechischen Republik. Und wenn du nicht so gern Bier trinkst oder lieber was Stärkeres willst, dann findest du hier auch sehr guten slowakischen Schnaps. Pflaumen- oder Apfelschnaps. Man nennt ihn Slivovice oder Borovička. Ein bisschen wie Gin. Like Slivovica or maybe Borovička. Ja. It's something like gin, so I know it. You know it. Damit habe ich schon mal Bekanntschaft gemacht. Hello. Hello. Hi. Ahoy. We want to drink something. What can you recommend? Was kannst du uns empfehlen? Okay, also mein Favorit ist das bittere Lagerbier. Aber für euch habe ich was Fruchtiges. Ein Passionsfrucht-Sauerbier oder Blutorange. Das ist mit Meersalz. Mit Meersalz? Crazy, I would try that. Das würde ich gerne probieren, ja, das ist super. Und ich probiere das andere. Das Sauerbier, alles klar. Die bringe ich euch sofort. Okay. So, blood orange, rosé and sour. Okay, perfect. Thank you. Cheers. Oh, nice. Cheers. Schmeckt salzig. It's salty. Really? Yeah, mine is sour. Meins ist sauer. Oh, I really loved it. I love the city, I love the people. It's so chilled. Das ist alles so, ja, gechillt hier, kann man einfach sagen. Ich finde, Bratislava muss sich überhaupt nicht hinter Wien und Prag verstecken. Obwohl, so ein bisschen verstecken ist vielleicht nicht schlecht. Dann bleibt es hier so schön ruhig, gechillt und ohne viel Tamtam und Leute. Wenn Sie Lust haben auf einen Städtetrip ohne großen Hype, dann kommen Sie her und genießen Sie die Zeit hier. Und wir arbeiten uns jetzt hier nochmal durch die Bierkarte durch, würde ich sagen. Ich verabschiede mich mit meinem neuen Lieblingstschüss. Ahoi! Bis bald. Prost! Na zdravie. Na zdravie.